Während alle Welt gebannt in Richtung Gothic Remake schaut und dabei doppelt und dreifach die Daumen drückt, dass es Alchemia Interactive bloß nicht noch auf der Zielgeraden vermasselt, erscheint völlig überraschend noch eine weitere Version des 25 Jahre alten Klassikers für iOS-Geräte. Alles, was bisher dazu bekannt ist, inklusive neuem Gothic-Merch und News zu Gothic 3 Classic, da war ja noch was, habe ich euch wie immer in den News zusammengefasst. Also gerne noch kurz auf den Abo-Button hämmern und dann legen wir los. Dieses Video wird euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, welche natürlich auch Gothic-Angebote im Portfolio haben. So bekommt ihr hier zum Beispiel Gothic 2 in seiner Gold Edition schon ab 2,80 € und vielleicht noch interessanter, Gothic 3 ab 3 €. Also mit Mehrwertsteuer wären es dann 3,60 €. Denn Gothic 3 erhält voraussichtlich ebenfalls noch dieses Jahr eine eigene überarbeitete Classic-Version, auf welche ihr dann relativ safe patchen könnt und so unter Umständen eine ganze Ecke Geld spart. Nur mal so als Tipp, aber ohne Gewähr natürlich, dass es dann genau so möglich sein wird. Aber das ist in meinen Augen sehr realistisch. Mit einem Kauf auf Instant Gaming über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. A single prisoner altered the fate of hundreds. So, jetzt aber zurück zu Gothic 1. Der Klassiker von Piranha Bytes ist diese Woche ein Vierteljahrhundert alt geworden, von daher erstmal alles Gute zum 25. Geburtstag. Oh Mann, ich werd nicht mehr alt, ich bin alt. Anlässlich dieses Jubeltages hatte sich THQ Nordic nicht nehmen lassen, nochmal ordentlich Werbung für das Remake zu machen und neben dem iOS-Port, zu dem wir gleich noch kommen, auch gleichzeitig neuen Merch für das Spiel angekündigt. So könnt ihr zum Beispiel im THQ Nordic Store eine limitierte 21 cm hohe und 25 cm lange Scavenger-Statue für schlappe 100 € erstehen. Darüber hinaus gibt es aber auch ein super interessantes Sketchbook für 35 € mit Originalzeichnungen aus der Produktionsphase Anfang der 2000er Jahre, welche meines Wissens so noch nie veröffentlicht wurden. Auch ganz cool, für 10 € bekommt ihr eine Karte des Minentals als Laserdruck auf einem robusten Kunstleder. Nicht von den Würfeln irritieren lassen, die sind nämlich nicht mehr dabei. Abseits vom ganzen Merch-Gedöns war das Highlight aber natürlich der iOS-Port von Gothic 1. Und bevor die Frage kommt, nein, das Ganze erscheint erstmal irritierenderweise nicht für Android-Geräte, wird aber laut Reinhard Pollisse bei Bedarf eventuell noch nachgereicht. Im Zuge der Ankündigung hat THQ einen 25 Sekunden langen Trailer hochgeladen und sich sonst relativ über das Weitere ausgeschwiegen. Wir haben zum Beispiel kein Release-Datum und auch keinen Preis, was beides irgendwann dieses Jahr noch folgen soll. Dafür scheint der Port laut dem Trailermaterial, wie man auch am Classic-Vermerk erkennen kann, auf der Nintendo Switch-Version zu basieren und soll diverse Steuerungsvarianten bieten, die laut den Testern, also wieder Aussage Reinhard Pollisse, zu begeistern wussten. Das HUD wurde für die Touchscreen-Eingabe erneut komplett überarbeitet und bietet so auch 2 Schnellwahltasten für Nahrung und Heiltränke sowie 3 Zaubersprüche. Ob man die Grafik leicht zurückschrauben musste, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich würde aber mal darauf tippen, dass es hier eher keine technischen Limitationen geben sollte. Das war's im Grunde auch schon zur iOS-Version. Aber bevor ihr abschaltet, es gibt tatsächlich auch News zu Gothic 3 Classic und deshalb habe ich das auch in die Instant Gaming Werbung am Anfang gepackt. Der Titel wurde letztes Jahr gemeinsam mit Teil 1 und 2 als großes Paket für PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt und ganz wichtig, erscheint auch als Re-Release für den PC. Etwas irritiert vermisse ich hier immer noch die Switch 2 Version, aber gut, Gothic erscheint ja scheinbar jetzt auf jedem Toaster.
Jedenfalls ist mir bei der Recherche für dieses Video eine neue Produktseite für Gothic 3 Classic aufgefallen, die scheinbar auch noch nicht ganz fertig ist, denn der Trailer ist bisher mit einem Gothic 1 Platzhalter gefüllt. Super interessant ist hier der Vermerk, dass die neue Version auf dem Community Patch 1.75 basieren wird und wir nun alle mal durchatmen können, dass wir somit nicht mit der Bugorgie der Originalversion klarkommen müssen. Auch gibt es endlich 4 echte Screenshots zur Classic-Version, aus denen sich aber keine grafischen Verbesserungen ableiten lassen. Zumindest habe ich das Spiel genau so in Erinnerung. Aber auch der Pre-Order-Link verweist auf die Original Gothic 3 Steam-Seite mit den gleichen Screenshots, weswegen es sich auch hier nur um Platzhalter handeln könnte. Interessant ist auch der letzte Satz. Fortschrittliche Optimierung für ein endlich flüssiges Gothic 3 Spielerlebnis. Gothic 3 leidet nämlich bis heute unter Mikrorucklern, was, Achtung, gefährliches Halbwissen, auf die ursprüngliche 32-Bit-Programmierung zurückzuführen ist, was somit jetzt auf einen 64-Bit-Port schließen lassen könnte. Und das wäre tatsächlich sehr cool. In diesem Sinne, ich kann es jedenfalls gar nicht mehr erwarten, bis ich endlich im Juni in das Remake eintauchen darf. Und bis dahin hole ich noch Gothic 2 auf der Nintendo Switch 2 nach, wo das Ding übrigens butterweich mit 60 FPS auch mit vielen Gegnern und Magie läuft. Bis zum nächsten Mal.